Hi, ich bin Shelly und Sepp ist hinter der Kamera. Hi. Und heute wollen wir an euch unser neues Projekt starten und wieso wir in der letzten Zeit keine Videos hatten. Und zwar hier ist es, diese T4, diese VW Busle, die wir umbauen wollen zu ein Campervan. Jetzt kommt mit und wir schauen das von innen an. Der Bus ist eigentlich ein Personenwagen, darum hier diese Befestigungen. Die Sitzplätze haben wir noch und wollen die auch noch behalten. Das heißt, das hier, der Boden bleibt so wie er ist, auch mit diesen Haltungen, und wir müssen den Camper drumherum bauen. Das Ziel von diesem Projekt ist, ein Camper zu bauen, wo alles rausnehmbar ist. Dieses Projekt dauert mehrere Wochen oder Monate. Wir bauen Stück für Stück. Als erstes bauen wir die Schlafplätze rein. Und wir zeigen euch nicht ganz genau, wie wir es gebaut haben, sondern wir zeigen euch, wie wir es ungefähr alles gemacht haben. Um die ganze Sache zu verbinden, benutzen wir diese Lamello Klamex Teile. Die sehen so aus. Das ist der eine Teil, das ist das Gegenstück. Die werden so eingefügt, hier rein. Da gibt es ein spezielles Gerät von Lamello, das macht. Und dann kann man dieses Stück mit diesem Stück dann verbinden. Und dann, wie man sehen kann, ist hier so ein Riegel. Dann kann man die zwei Stücke miteinander dann verbinden. Wer Interesse, mehr Informationen zu diesen Teilen haben möchte, der schaut das einfach in YouTube an. Da gibt es ganz viele Filme zum Lamello Klamex. Wir fangen an mit den Seitenteil von der Busse, weil wir wollen gerne hier eine gerade Ebene haben, dass der Radkapp abdeckt ist und die Seiten auch. So, dann ist es so, dass man hier dreimal so Hölzer an der Wand befestigt hat und wie ihr sehen kann, eine auf dem Boden. Die sehen alle so ähnlich aus. Die haben alle ein Gegenstück von dieser Klamex drin, dass wir dann hinterher was befestigen können. Die Sicherheitsgurten wurden beide oben an der einen Schraube weggeschraubt und dann sind hinter die Verkleidung von der Wand versteckt. Die Wandverkleidung kommt gleich. Hier ist die Wandverkleidung von innen. Wie ihr sehen könnt, hat das nochmal auch diese Klamex Fittings drauf, dass man dann einfach dieses ganze Teil reinklicken kann. Wir haben das gebaut aus ein leichtes Sperrholz und leichter. Die Idee ist, dass das Teil nicht so schwer wird, darum kein massives Holz. Das wird jetzt auf die andere Seite jetzt gleich reingeklickt, das seht ihr gleich. Und wir würden eventuell dieses Brett auch einfach streichen. Dieses Teil gibt die Rückwand von der Sitzfläche. Und so sieht die Wand jetzt auf, wenn ich es fixiert, kann man gut transportieren. Die Idee ist dann, dass man diesen Platz hier hinter auch als Stauraum benutzen kann. Das ist unsere Sitzbank mit Stauraum drin. Der ist einfach ganz einfach konstruiert. Wie ihr sehen könnt, hier kann man jetzt gerade von innen reinschauen. Hier auch. Genau, und die Sitzbank wird alles jetzt grün. Hier am Ende kommt noch zum Schluss eine Schublade rein mit einer Abdecksplatte drauf. Wir bauen jetzt die Schubkasten zusammen. Die Schubkasten verzichten wir auf einen Auszug. Es wird alles komplett aus Holz gemacht. In diese Schubkasten kommt in die Sitzfläche rein und wird benutzt für das Kochfeld. Jetzt hat Sepp eine Schublade in der Hand, das ist eine Vollauszug-Schublade und wird jetzt so eingeführt.
Wir haben das Sitzbank gerade auf die Seite gedreht und ihr seht ja die Schublade da. Und jetzt, wenn wir hier hinterkommen, direkt hinter am Ende von der Schublade jetzt, machen wir da einen Klotz hin, gerade hier. Das wird da festgeschraubt, dass man dann die Schublade nicht weiter reinschieben kann. Und das macht man auf beide Seiten. Um diese Stelle abzudecken, haben wir jetzt einfach ein Brett. Das wird an die zwei Hölzer, das wir gerade festgemacht haben, hier festgeschraubt. Um zu verhindern, dass hier was reinfallen kann und hier das Holz blockieren kann, dass die Schublade nicht mehr läuft, muss man hier eine Abdeckung dafür machen. Zum Schluss kommt eine Abdeckung oberhalb von der Schublade, dass man dann Sachen besser stauen kann. Hier ist das Seitenteil, auch grün gestrichen jetzt. Hier oben der Deckel. Und hier kann man anheben. Und da haben wir hinter Stauraum. Zweimal so Deckel oben drauf. Und jetzt kommt die Sitzbank rein. Die Bank wird festgeschraubt mit diesen Teilen. Das zeige ich euch gleich, wo es hinkommt. Diese Teile sind hinter diese Löcher hier. Da haben wir 5 so Löcher in das ganze Seitenteil. Hier wird dann die Bank fixiert, dass es dann, wenn man fährt, nicht umeinander rutscht. Wir haben hier Unterschublade gemacht, man könnte hier auch eine Schublade machen, das machen wir vorerst nicht. Als nächstes würden wir hier die Polster machen und die Bank machen und dann kommt auf diese Seite noch der Rest von dem Bett. Aber das zeigen wir euch in der nächsten Film. Ich sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.